Glück auf und Howdy aus Fredericksburg. In Texas. In Texas. Ja, wir haben uns gedacht, jetzt fragt er immer, wer will denn heute noch in die USA und wer will denn überhaupt noch auswandern? Und da gehen wir heute mal in unserer Quasselrunde drauf ein, oder? Ganz genau. Wird das böse? Nein, wir sind lieb. Wir sind lieb. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8 am 1 in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Ja, kurz zur Erklärung. Wir sind hier im Park Blue, so heißt das. Das ist ein Cabin, also das ist eine Ranch hier. Da stehen Cabins drauf, Container. Container, aber so Tiny Houses haben sie es genannt. Das ist irgendwie so ein Couple Retreat, Getaway, raus aus der Stadt, rein aufs Land oder raus aufs Land. Das waren mir viel zu viele englische Begriffe. Hier wird, in diesem Stream hier, wird Deutsch gesprochen. Okay, wir sind abgehauen. Wir wollten uns ein bisschen Zweisamkeit gönnen und sind quasi mitten ins Hill Country gefahren und sind in so einem Pärchen... Pärchenhotel, im Couple-Hotel. Ja, ist tatsächlich so. Also es sind immer so zwei Personen-Container. Ne? Und wir haben jetzt einen gekriegt, der hat so eine Glasfront. Ne? Da freuen wir uns auch schon ein bisschen drauf, weil hier ist natürlich, du hast keinen Lichtsmog hier. Ne? Ja. Das heißt, wenn die Sterne heute Abend kommen und ihr seht, das Wetter ist ganz gut, ne? Dann werden wir hier schön Sterne gucken. Ein Traum. So, wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, guckt einfach meine Instagram-Stories oder meine YouTube-Shorts. Da habt ihr das bestimmt schon gesehen. Aber darum geht es heute gar nicht. Nein. Wir haben eine Bild-Zeitungs-Überschrift gelesen. Genau, und dazu hat Andrea schon mal einen Short gemacht, nämlich... Nobel geht die Welt zugrunde übrigens. Haben wir geschenkt bekommen. Ja. Wir haben einen Bild-Zeitungsartikel gesehen und das gibt es auch bestimmt in anderen Medien, dass sie gesagt haben, dass jeder Fünfte momentan Deutschland verlassen möchte. Jeder 5. Jugendliche. Und zum Thema, wer will denn heute noch in die USA? Eine ganze Menge davon. Ja, wir wissen ja nicht, ob, also die haben natürlich die Jugendlichen gefragt, also mein Statistikprofessor hat immer gesagt, die beste Statistik ist die du selber gefälscht hast. Ne, das ist ja so, ne? Aber wir wissen ja nicht, ob die Jugendlichen in die USA wollen. Das wissen wir nicht, ne? Aber die wollen raus aus Deutschland und wollen gerne ein neues Abenteuer erleben. Genau, und da müssen wir einfach drüber reden, denn es kann ja nicht sein, also ich bin jetzt kein Freund davon, das wird kein Deutschland-Bashing-Video. Nein, ne? nein. Also wenn ihr jetzt erwartet von uns, dass wir Deutschland niedermachen, das ist hier der falsche Platz. Sondern wir wollen eher darüber reden, erstens, warum sind wir immer noch hier in Texas? Warum ziehen Leute überhaupt nach Texas? Und ich will auch darüber reden, was kann denn die Lösung der Probleme sein? Also was kann denn überhaupt dafür sorgen, dass die Deutschen wieder glücklicher sind? Dass sie das Land wieder lieben, ne? Und dass man nicht diesen Ich will weg hier aus dem Land hat, ne? Und ja. Kleiner Vorgucker, es liegt viel an den Medien. Aber da kommen wir gleich dazu. Genau, erstmal lass uns doch darüber reden, was uns weggezogen hat damals. Weil das ist ja falsch. Uns hat es ja hingezogen. Genau, das wollte ich sagen. Jetzt kommen wir in die Kommentare. Lass doch deiner Frau mal ausreden. Ja, Entschuldigung. Frau, rede. Danke, Mann. Nein, es hat uns ja nichts weggezogen, beziehungsweise doch, wenn es irgendwo hinzieht, zieht es dich ja irgendwo anders weg. Und uns hat es halt immer schon nach Amerika gezogen. Seit ich 13 bin, wollte ich in den USA leben. Und seit 5 Jahren? Ja, mein Schatz, seit 5 Jahren wollte ich unbedingt in den USA leben. Das wird eine sehr lange Zeitquasselrunde hier. Und ja, dass wir dann letztendlich nach Texas gezogen sind, hat mein kleines Herzchen sehr, sehr glücklich gemacht. Also vielleicht fangen wir mal vorne an, weil es gibt ja auch viele neue Zuschauer hier auf unserem Kanal. Vielen Dank, erstmal herzlich willkommen. Also, falls ihr uns nicht kennt, ne? Mein Name ist André, das ist die Tina. Wir kommen aus Essen in Nordrhein-Westfalen, beziehungsweise aus Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Und wir sind Ruhrgebiet-Assis. Wir sind, glaube ich, die einzigen Ruhrgebiet-Assis hier in ganz Texas. So, das zu uns. Aber ja. Warum denn Texas, Tina? Warum denn ausgerechnet? Warum denn nicht Florida? Warum denn nicht Kalifornien? Okay, 2 Gründe. Florida, ich finde Florida herrlich, wunderschön. Aber ich möchte nicht da leben, wo ich gerne Urlaub mache. Weil ich möchte natürlich auch gerne arbeiten können. Und für mich war Florida, egal wo wir waren, und wir haben wirklich viele Florida schon besucht, es war immer dieses Urlaub, Vacation-Stimmung, dieses Beach. Und irgendwie hatte ich nie das Gefühl, hier ist ein Platz, wo ich leben möchte. Ne? Also das geht ja um so ein Zuhause zu finden und das habe ich dort nie gefunden. Kalifornien ist unbezahlbar, es ist wunderschön. Ich mag dieses, also dann könnte ich auch in Deutschland bleiben, was die Restriktionen da angeht. Ne? Ich meine, dann tausche ich einfach nur das Wetter. Jetzt kriegst du aber böse Kommentare hier. Also Kalifornien ist ein blauer Staat, das gefällt mir schon mal grundsätzlich nicht. Ne? So, und du hast schon recht, ne? Das ist schon sehr reglementiert. Ne? Sehr, sehr reglementiert und sehr, sehr, sehr teuer. Also wenn ich die Gaspreise sehe, also nicht Gas,
Spritpreise sehe, Benzin, nennen wir es Benzin. Benzinpreise sehe, Bei Sprit denken die immer alle an Liquor-Shop. dann, also hier sind wir bei ungefähr, mittlerweile auch sehr teuer, $3,50 pro Gallone. Und in Kalifornien ist es das Doppelte mit $7. Und das ist schon eine krasse Hausnummer. Und du fährst ja da genauso viel wie hier. Aber das war auch nicht der Grund, warum wir nicht Kalifornien machen. Nein. Also ich glaube, Kalifornien ist traumhaft schön, wenn du einen Corporate-Job hast. Ne? Also wenn dich irgendeine deutsche Firma dahin entsendet, weil die übernehmen ja die Kosten alle. Ne? Oder wenn du angestellt bist oder hier sowas. Ne? Aber wir sind ja nun mal nicht angestellt. Wir haben ja nun mal ein eigenes Unternehmen. Ne? So, und meine Firma, die hätte von Anfang an richtig viel drehen müssen, damit der ganze Puffer nicht so schnell aufgebaut ist. Ne? Und das ist einfach zu risky. Ne? Also die Mietpreise in Kalifornien, wenn du in einer schönen Gegend leben willst, also jeder hat ja so ein bisschen Anspruch auch. Ja, Ne? natürlich. Du willst ja nicht, also klar, du musst downgraden, finde ich. Ne? Also wir haben nicht downgegradet, oder? Nee, also weil wir in Texas sind. Aber wenn wir nach Kalifornien gezogen hätten, hätten wir downgraden müssen. Absolut. So, und zwar ganz extrem, ne? Denn die Preise da sind Horror und das war nicht wert. Ne? Also ich liebe Kalifornien, ne? Nicht falsch verstehen. Ne? Ich fahre gerne von San Francisco bis San Diego runter, die 1. Ne? Ich bin gerne in Palm Springs oder was auch immer. Ne? Mega geil, aber die Lebenshaltungskosten in Kalifornien, die sprengen einfach das, was ich bereit bin, mehr leisten zu müssen, um das auch zu genießen. Und wir haben noch eine ganz andere Kiste, die strategische Ausrichtung quasi oder die Location. Das ist halt das ist die letzte Zeitzone der USA. Das heißt, auch vom Job her ist es so, entweder du startest extremst früh, um mit New York und Central America mithalten zu können. Das heißt, du musst 2-3 Stunden vorher anfangen zu arbeiten, weil das sind die Letzten, die irgendwie in den Tag starten. Ja, die Hawaiianer sind noch letzte Raucher. Ja, und deswegen ist Texas, das ist auch irgendwie mittendrin. New York ist 1 Stunde voraus, LA ist 2 Stunden dahinter. Wir sind zeitmäßig perfekt und wir fliegen überall. In 3 Stunden sind wir überall da. Also auch von der Lage her ist Texas einfach für uns attraktiver. Ja, aber Business ist ein gutes Thema. Ne? Also wir haben uns ja tatsächlich auch angeguckt, wo denn die Kalifornier alle hinziehen. Ne? Und als wir geguckt haben, gab es halt so eine Welle. Ne? Also weg von San Francisco, weg von Los Angeles, weil die Steuern einfach zu viel sind, die Restriktionen waren zu viel. Und für die Amerikaner war das schon der pure Sozialismus, was natürlich Quatsch ist, wissen wir alle. Ne? Aber die Kalifornier, die sind halt auch die gucken da, wo es einfach besser ist. Und haben dann haben wir den Zuzugsstrom nach Austin, Texas gesehen. Und haben uns gefragt, irgendwie, okay, warum denn Austin, Texas? Was ist denn da los? Also ich hatte Austin nicht auf dem Schirm. Ich hatte Austin auch nicht auf dem Schirm. Als wir 2004 geheiratet haben in Las Vegas, da haben wir niemals an Texas gedacht. Never ever. Und Texas war auch nicht irgendwie auf meiner Liste. Also ich hätte mir das nie vorstellen können, in Texas zu leben. Und das Erste, was wir dann gesagt hatten, war auch, ja komm, lass uns mal Houston angucken. Houston ist halt eine Riesenstadt. Und, wenn ihr Sissi, die Auswanderin kennt, ne? Dann schaut mal das, wo die auch nach Houston gefahren sind und warum die nicht in Houston sind. Ja. Genau. Sissi, können wir I feel you. zu 100% unterschreiben, genauso. Und für mich war das irgendwie so, ja, die ganzen Suburbs da, die sind halt alle extremst flach. Katie, da ist nichts, da ist es super flach. Und ich brauche halt ein bisschen Landschaft, genau. Und dann sind wir nach Austin gefahren und ich dachte nur so, holla die Waldfee, das ist wirklich, das fühlt sich wie ein Zuhause an. Das ist eine Stadt, wo ich nicht als Tourist hin möchte, also was Bullshit ist. Ne? Heute möchte ich als Tourist dahin, aber damals war irgendwie das zieht mich hin zum Leben, wirklich zum Leben. Und es liegt wunderschön am Fluss. Also wir haben so viel Wassersport und machen auch sehr viel Wassersport. Und es ist warm, es ist schön und wir haben das Hill Country vor der Tür. Ich meine, wir sind im Hill Country. Ja. Ich meine, guckt euch um. Vielleicht nehme ich euch gleich nochmal mit so nach dem Abspann. Vielleicht gehen wir nochmal rum mit denen. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, ne? Die Landschaft ist ausschlaggebend gewesen, weil Austin Downtown, wir haben ja schon mal ein Video gemacht, ne, was wir in Austin so gut finden, das will ich gar nicht wiederholen. Ne? Aber ich finde halt, wenn du nur Prärie hast, ne? Also das ist ja in Texas durchaus auch möglich, ne? hinter Dallas. Ne? Ja. Und das ist halt anders. Ihr seht die ganzen viele Bäume hier. Ja, ist gerade ein bisschen trocken. Ne? Der letzte Regen war Monate her. Aber das Auge guckt halt auch mit. Ne? Aber der zweitwichtigste Grund oder der wichtigste Grund war tatsächlich das Business. Ne? Denn in Kalifornien hätte ich das Business, was ich hier betreibe, nicht so einfach starten können. Das ist so, denn
Texas ist halt sehr am Boomen. Texas ist Tech, ne? Also ist wirklich Technology hier. Die ganzen Softwarekonzerne sind hier. Google hat den Hauptsitz nach Austin verlagert. Facebook hat den Hauptsitz nach Austin verlagert. Apple hat einen der Hauptsitze der Entwicklungsabteilung nach Austin verlagert. Tesla ist hier mit Elon Musk, der wohnt ja auch sogar bei uns in der Nähe. Ne? So, und dann ist einfach so, du merkst dieses Boomen hier. Und da, wo Boom ist, da will man wachsen. Und wachsen kann man zum Beispiel durch Unternehmenskäufe machen. Und das ist ja, wer mich noch nicht kennt, ne, das ist mein Business. Also ich helfe Unternehmen beim Kauf von Unternehmen. Und das ist einfach ein perfekter Nährboden hier, um auch Kontakte zu knüpfen. Denn in Austin siedelt sich Geld an. Also wenn ihr auf die Karte guckt, auf die Industriekarte, ne, dann werdet ihr sehen, Austin ist keine Industrie. Also es gibt jetzt nicht so Maschinenfabriken, ne, es gibt keine großen Werke hier, außer Tesla, ne, und Starlink und Samsung und Nvidia und sowas, ne? Aber es gibt jetzt nicht so eine richtige so Maschinenbauindustrie oder sowas. Ne? Das heißt, Austin ist ein Dienstleistungszentrum. Und in Dienstleistungszentren siedelt sich halt Geld an. Ne? Also hier gibt es ganz viele Private Equity. Vista Equity ist hier eines der reichsten Private Equity Unternehmen mit den größten Fonds nach KKR und BlackRock. Ne? So, und du merkst halt einfach. Und darum war da für mich ein Punkt zu sagen, das ist geil. Wie Tina sagte, 3 Stunden nach links, 3 Stunden nach rechts mit dem Flieger. Ne? Und wir sind in einem Zentrum hier und du kriegst gute, ausgebildete Arbeitskräfte. Und du zahlst hier keine Steuern. Das ist Naja. natürlich auch, ne, aber es gibt keine State Tax und das ist das, was in Kalifornien halt mal noch mal richtig reinschlägt. Und was ich so schön finde und jetzt ein Bogen zu dem Bildartikel ist, hier gibt es Chancen. Hier entstehen jeden Tag neue Chancen. Es ist eine Aufbruchsstimmung hier und du kannst, wenn du willst und was bereit bist zu leisten, das ist ja auch noch was, wenn du bereit bist zu leisten, dann kannst du hier alles schaffen, was du schaffen möchtest. Und das ist so eine Goldgräberstimmung, die ich hier gerade wahrnehme. Ja, und mittlerweile schon seit Jahren. Ne? Also Ja. wir sind jetzt fast 4 Jahre hier, also noch nicht ganz, ne? Aber das hat auch nicht nachgelassen. Ne? Also es normalerweise ist ja so, du hast das so in Wellen. Ne? Und ich habe halt den Eindruck, wir sind halt am Beginn der Welle gewesen, wo wir gedacht haben, boah, das ist schon top hier. Ne? Ja. Das geht aber immer weiter. Wisst ihr, und Tina hat was gesagt, ne? Mit, wenn du bereit bist, hier zu leisten. Ne? So, und ich weiß, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil die vielen Kommentare, die ihr ja auch schreibt, ist, ja André, sag doch mal ehrlich, wie viel arbeitest du denn in der Woche? Ne? Und was soll ich denn darauf antworten? Ja, na klar arbeite ich hier mehr als in Deutschland. Ich muss hier nicht nur mehr arbeiten, ich will hier auch mehr arbeiten. Und das ist was viele nicht verstehen. Ein Beruf ist für mich nicht, ich gehe da morgens hin und scheiße, ich stelle meine Zeit zur Verfügung, ne, sondern für mich ist der Beruf, etwas zu schaffen. Ne? Und das ist jetzt mein persönliches Mindset. Ich weiß, dass da viele anders denken. Ne? Aber ich zähle meine Stunden nicht. Ne? Ich meine, wir sind im Hill Country, hier ist Sonntag und ich habe gerade E-Mails gemacht. Das ist nun mal so. Ne? So, ich arbeite bestimmt 60 Stunden die Woche. 60 Stunden. Aber vielleicht ist das nicht, dass ich morgens um 9 Uhr ins Büro gehe und abends um 5 Uhr. Vielleicht habe ich mal 2 Stunden auch Pause zwischendurch. Ne? Aber Da gehst du immer live auf TikTok. da gehe ich live auf TikTok. Aber weißt du, das hört ja nicht auf. Ne? So, und ich glaube, das ist halt, was die Leute verstehen müssen. Ne? Also ich verstehe die ganzen Jugendlichen, die sagen, oh, hier haben wir keine Perspektive mehr in Deutschland. Ja, ne? ja. Was die aber nicht verstehen ist, Deutschland ist eigentlich immer noch ein Paradies, wenn du Dröge angehen lassen willst. Ja, ist so. Ja, aber guck Wir mal, haben gesagt, kein Deutschland-Bashing. Nein, aber du hast Sozialsysteme, die fangen nicht auf, ne? Irgendwie. Die sind irgendwann auch mal alle, klar, aber werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ne? So, aber wenn die in ein anderes Land gehen, dann müssen die mehr reinklotzen. Ja, aber und Sie dann, sind ja bereit dazu. Ich glaube, die Sache Meinst du ist... das? Das glaube ich gar nicht. Doch, ich bin zu 100% sicher, dass momentan dieses Arbeit oder dieses etwas leisten zu wollen, muss sich lohnen. Wenn du davon über die Hälfte weggenommen bekommst, dann hast du gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Und wenn du siehst, dass mit deinem Geld einfach nur Unfug getrieben wird, dann hast du da keine Lust drauf. Und dann möchtest du woanders hingehen, wo du mehr fürs Arbeiten bekommst und siehst, dass dein Geld vielleicht nicht für ganz so viel Unfug verwandelt wird. ja, also Unfug hin oder her, ne? Aber das stimmt. Jetzt sind Mücken. Wir sind am Pool. Verdammt nochmal. So, also das ist tatsächlich so. Ne? Wenn ich auch so das politische Geschehen verfolge, ne? Ich mache heute kein Politikvideo, keine Angst. Aber dann ist es ja so. Ne? Ich habe das Gefühl, in Deutschland hast du das Gefühl, du ackerst und ackerst, ne? Und da bleibt nichts hängen. Weil du einfach so viel Abgaben hast. So, und auf der anderen Seite ist es aber so, dass diese Abgaben dafür sorgen, dass ihr ein super Sozialsystem hattet. Ich bleib dabei, das ist Vergangenheit. Ich rede extra in der Vergangenheit, weil das System bröckelt. Das werdet ihr schneller merken, als euch lieb ist. Ihr habt ein Gesundheitssystem, was funktionierte. Ne, auch Vergangenheit. Das sorgt natürlich für einen gewissen Komfort. Und darum ist man vielleicht auch bereit, das einfach alles hinzunehmen. So, und das ist ja eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Ne? Was muss denn passieren, und das spiegeln die Kommentare ja wieder, ne? Was muss denn passieren, damit einer mal sagt, das müssen wir ändern. So, es muss aber niemand ändern. Weißt du, die meckern alle nur unter den Kommentaren. Ne? Dann meckern die aber über Amerika, über USA, über die Politik hier, ne? Haben aber den Blick auf ihr eigenes Land vergessen. Ne? So, und das ist einfach sowas, weißt du, das mag ich nicht so gerne. Ne? Irgendwie,
du meckerst ja über andere, also ihr meckert ja, also gibt ja auch ein paar, die meckern über uns, ne? Ist ja auch in Ordnung. Dafür sind wir ja auch da, das ist ja Entertainment hier, ne? Wir wollen ja unterhalten. Und stell mal vor, wir würden uns nicht reiben, dann wäre das der langweiligste Kanal aller Zeiten. Und es ist ja tatsächlich so, ne? Also wenn du keine Reibung hast, ist das blöd. Aber du meckerst ja auch über andere, damit du dich besser fühlst, ne? Das machen viele Amerikaner nicht. So, genau, das machen viele Amerikaner nicht. Und was hier anders ist, was mir super gut gefällt, ist diese Leistungsbereitschaft auch zurückzugeben in die Community. Also die lieben hier, das hat was vielleicht sehr wahrscheinlich was mit Nationalstolz zu tun, dass sie das Land lieben. Sie lieben ihren Staat. Ich meine, Texas, hallo? So verliebt, wie die Texaner in Texas sind. Ich glaube, das täte jedem von uns gut. Also, ja, das ist so mikropatriotisch, ne? Das ist Wahnsinn. Also erst Texas und dann USA. Erst Gut, die Flaggen Texas dürfen nicht so rumgegangen werden, das ist schon verboten, ne? Aber das ist schon so. Ne? Also Texaner, wirklich, glaub mir, wenn du einen Texaner im Ausland triffst, was selten vorkommen wird. aber wenn du ihn triffst, sei dir sicher, du weißt nach 2 Sekunden, dass er aus Texas kommt. Yes, ma'am. Die sind so stolz darauf. Was dann aber auch dazu führt, dass man stolz auf seine eigene Community ist, auf seine Neighborhood, da wo man wohnt, von einem Stadtviertel und so weiter. Und das pflegt und hegt und investiert und zurückgibt. Unsere Highschool, die wird gefundet, also die kriegen sehr viele Gelder, auch von den ganzen Unternehmen, wo die Kinder vielleicht mal drauf waren, und die geben es zurück an die Theaterprojekte, ans Leichtathletik, ans Football, Cheerleading. Und das ist in Deutschland nicht erlaubt, ne? Also dass Firmen Werbung in den Schulen machen, ist nicht erlaubt. ja, aber hier ist es erlaubt und die geben halt zurück. Es ist halt, ja, natürlich ist es Werbung. Klar, es ist Werbung. Aber die geben zurück und die spenden extremst viel Geld und man ist stolz, Teil der Community zu sein. Und das wäre vielleicht etwas, was Deutschland gut tun würde, damit das wieder bergauf geht. Man muss nicht mit deutschen Fahnen durch die Gegend rennen und sagen, wir sind besser als die anderen, weil das meine ich nicht. Was ich meine ist, wir sind gut, wir lieben uns so, wie wir sind und wir sind genauso viel wert wie alle anderen. Ne? Sich zu lieben heißt nicht, jemand anders fertig machen zu wollen. Aber das ist ein guter Punkt. Ne? Also das ist mir auch aufgefallen. Also warum denn Texas? Ne? Weil in Texas wirst du in keine Ecke gedrängt. Ne? Weißt du, du kannst die Demokraten gut finden, du kannst die Republikaner gut finden. Das ist hier völlig egal. Das spielt im Alltag überhaupt keine Rolle. Ja. Null. Niemand unterhält sich darüber. Ne? Ja, die wählen dann, vielleicht gibt es ein bisschen kontroverse Diskussionen. Ne? Aber keiner ist böse, weil der sagt irgendwie, der ist der und der ist der. Ne? Was ein Quatsch. Und das ist in Deutschland anders. Ne? Stattdessen wird hier, also wenn hier über Politik gesprochen wird, dann wird meistens auf Community-Ebene gesprochen. So, ne, mit den Autobahnen, die gebaut werden, oder muss das denn sein, dass die Straße irgendwie erweitert wird und noch mehr gebaut wird? Oder, also da wird sich schon sehr engagiert. Und darüber wird auch mehr im Privaten gequatscht als über generelle Politik, weil damit haben wir eigentlich kaum Berührungspunkte. Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ihr oft stellt. Jetzt sind wir doch in so einer Q&A-Runde hier. Ne? Aber die Frage war eigentlich, warum Texas? Ne? Aber das spielt halt alles in dieses Warum Texas mit rein. Ne? Denn das Lebensgefühl ist ja ganz anders, der Umgang untereinander ist ganz anders und auch die Sicht auf Welt, wobei die Welt hier auf Texas teilweise begrenzt ist, ne? Aber die ist halt anders. Ne? Und ich komme noch mal darauf zurück, ne? Also was muss in Deutschland passieren, damit das anders ist? Ne? Und ich finde einfach, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, was ihr ja den Amerikanern, oder was viele von euch, ne, den Amerikanern vorwerfen, dieses Jahr, ihr habt nur Rot oder Blau, könnt ihr nur aussuchen. Ne? So, das passiert in Deutschland ganz unterschwellig, ne, dass man sagt, ja, du bist entweder für uns oder du bist gegen uns. Ja. Ne, das ist also ein riesen gesellschaftlicher Druck, der da aufgebaut wird. Und das fühle ich hier nicht. Ne? So, und darum ist das Leben für mich hier in Texas viel unbeschwerter, weil ich einfach mich auf die Sachen konzentrieren kann, die wirklich wichtig sind. Und wirklich wichtig ist nicht, wer gerade an der Macht ist. Nein, das merken wir hier. Also natürlich, ne, machen wir uns nichts vor, momentan kriegen wir das halt vor allem aus deutschen Medien. Wenn ihr dieses Video guckt, ist übrigens 2028 und Präsidentin ist eine indische Lesbian. Hier in den USA. Ja, genau. Die Ex-Frau von J.D. Vance. Das darfst du hier nicht sagen. Das müsste ich jetzt gleich wegbieten. Nein. Aber wie dem auch sei, was ich sagen möchte ist, was können wir tun, damit es besser wird, ist, fangt im Kleinen an, stolz zu sein. Stolz auf den Stadtteil, stolz auf die Schulen, stolz auf die Sportvereine, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Weil dann entsteht halt dieses gute Gefühl, was dich dann wieder rumtreibt. Und gutes Gefühl ist, ja, was sagt ihr immer? Die Amerikaner sind so oberflächlich. Nein, die lieben es, dir ein gutes Gefühl zu geben. Das heißt, überall du quatscht mit jedem
und überall an der Schlange, wenn du an der Kasse stehst oder in Restaurants, Bars, überall. Und jeder ist einfach super nett und ist darum bemüht, dass sich der andere gut fühlt. Absolut. Ja, also wir wollten ja eigentlich sagen, warum Texas und warum wir jetzt hier sind und nicht Kalifornien, Florida oder warum immer noch Texas. Ne? Und viele, wir haben das ja gemacht, weil viele neue jetzt tatsächlich dazu gekommen sind. Also seht ihr, der Kanal wächst hier. Freut mich auch riesig. Also die Community wächst. Und das Problem ist aber, dass wir jetzt immer mehr Bier trinken müssen, weil viele von euch auch tatsächlich hier hinkommen. Und ein Mann, ein Wort, ne? Bier geht immer. So, das ist, also aber ich habe bis jetzt immer nur coole Sachen. Ich hatte letztens einen, der hat mir Stauderpilz mitgebracht. Ich feiere dich, lieber Mike. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Also für ihn. Ja, Ich aber das nicht. guck mal, wir sind jetzt 20 Minuten dran. Wollen wir die einfach mal mitnehmen? Dann gehen wir jetzt in unsere Hütte rein. Aber ich dachte, wir wollten noch sagen, was man tun Ja, können wir kann. machen. Wir labern dabei und ich drehe die Kamera um und dann laufen wir zurück. Oder? Okay. Nö, also, Mutti ist nicht begeistert und darum machen wir das erstmal hier so. Auf geht's. Nein. Das ist blöd. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen, sagt Komm, wir gehen. Wir zeigen euch mal Also ein wir bisschen nehmen herum. euch jetzt mit. Ich drehe jetzt die Kamera gleich um. Nein, ich drehe die nicht um. Wir filmen einfach so weiter. Oder? Genau. So, das ist übrigens der Pool. Wir sind jetzt nicht drin gewesen, weil es ist noch... Es ist so kalt. Es ist wirklich kalt. Wobei hier jetzt mittlerweile, draußen ist 30 Grad. Ne? Draußen ist 30 Grad, aber es ist halt auch erst März. Und der Pool hatte halt keine Zeit, irgendwie warm zu werden. Ihr wisst ja, im Februar war hier so dick Eis. Haha, welch Wortspiel. Ich dachte, wir Sie muss mal wollten... eben die Tür aufmachen. Darum, sie kommt gleich wieder. Keine Angst hier. So. Ja, in Amerika sind die Pools immer mit so einem Sicherheitsschloss versehen. Sicherheitsschloss. Ja, damit die was Kinder total, dann was die Kinder niemals knacken können. Ne? Ja, aber das ist halt- Muss mal hier hin, weil dann kann ich... So ist besser. ist halt gesetzlich hier so vorgeschrieben und Und versicherungstechnisch. das geht mir auch um den Sack. Ne? Die Pools sind alle nicht tief. Ne? Nee, So, die Putzfrau hat die Hupe gefunden. So. also es ist wirklich so schön hier. Ja, und wir sind, glaube ich, die einzigen Gäste. Ne? Obwohl, da ist noch... Nee, hier sind ein paar gefahren Gäste. wieder, ne? Ja, kann gut sein. Ja, das hier so ein bisschen... ja, hier gibt so... wie heißt das nochmal? Cornhole? Ja, Cornhole. Cornhole kann man da spielen, hier, da. Und hier ist so eine Feuerstelle. Mal gucken, ob wir heute Abend da noch hingehen. Wenn wir Holz finden, ne? Ich weiß nicht, wo Holz ist. Hier liegen überall so Decken drauf. Das ist schon ganz nett gemacht, ne? Da hinten gibt's so eine Bankreihe, wo man sich hinsetzen kann. Hier ist so ein Boccia-Feld. Ja, ihr wollt ja ein bisschen im Leben haben, aber jetzt sind wir halt auch wirklich langweilig, ne? Nein, eigentlich waren wir gerade mitten dabei bei einer schönen Diskussion. Ja, ja, dann erzähl mal weiter. Ich weiß ja, ich Warum? wollte dich ja nicht unterbrechen. Du warst ja kein Freund davon, dass wir hier spazieren gehen. Nein, warum es ist, oder was muss sich ändern, damit das in Deutschland so ist, dass man eben nicht abhauen möchte. Und was wir in Amerika lernen, warum die Leute, selbst wenn sie Amerika nicht gut finden, nicht gehen, sondern hier bleiben wollen. Und ich glaube, es ist wirklich dieses, was Amerika geschafft hat, was Deutschland noch nicht geschafft hat, ist ein Band zu haben, irgendwie, dass die Leute alles dafür tun, hier sein zu dürfen. Ich meine, guck uns an. Wir tun gerade wirklich so viel dafür, hier bleiben zu Jetzt dürfen. einer muss mal eben da Tor, weil ich habe hier meine Hände hier an diesem Kameragestänge hier. So, das ist übrigens Nummer 11. Wir sind im Park Blue Nummer 11. Wie heißt das Ding hier? Favorite? Ja, gut. Und wir sind ja sehr praktisch veranlagt und wir waren heute im Hot Tub schon und meine Hose... Niemand will deine Hose Niemand will sehen. meine Hose... Niemand hat die Absicht, meine Hose zu sehen. Nein, aber es Ja. ist echt... Wollt ihr mal einmal reingehen? Soll ich einmal mit euch reingehen? Oder? Und dann kannst du weitererzählen, oder? Geh mit denen rein. Warte, also nur ganz 2 Sekunden hier. Also, so, hier geht's rein. Ach, Kinders. So, hier. Küche, ja, ist hier nicht so spektakulär, ne? Hier ist, warte, das Schlafzimmer ist schon spektakulär, weil die Sicht ist einfach auch geil, ne? Im Klo spare ich euch. So, hier. Da werden wir heute Abend schlafen und das Geile ist, es ist halt Glas ringsrum. Wir sind halt in einem Glascontainer. Wir sind mitten in der Wildnis hier, ne? Also hier ist wirklich gar nichts außer Klapperschlangen und Kojoten. Und das ist natürlich sehr geil, ne? Also ich mache das auch nicht dunkel dann, ne? So, setzen wir Und uns wir haben Wir haben ein Hot Tub. ja, Jacuzzi. Ja. Hurra! Hurra! So, warte, jetzt müssen wir uns mal wieder so. Guten Tag. Guten Tag. Warte. Jips, jips. So, Willkommen im Chaos der Achterbahn. es ist jetzt auch, warte, ich muss noch mal höher drehen hier.
Ich schneide auch nicht zusammen, weil unser Kanal ist ja bekannt dafür, dass wir einfach nie schneiden. Ne? So, jetzt geht's. Perfekt. So, jetzt geht's, genau. Es ist wie, als ob ihr immer live mit dabei seid. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Was ist mit Krankenkasse? Genau. Was ist mit Krankenkasse? Sollen wir da wirklich drüber sprechen? Nein, sprechen wir nicht drüber. Nein, das Thema ist durch. Die Ihr Krankenkasse, merkt, die Krankenkasse. das macht André wirklich ein bisschen fuchsig, ne? Ja, mir macht das fuchsig, weil die glauben, das Gesundheitssystem in Deutschland ist kostenlos. Die schnallen aber nicht, dass sie das mit ihrem Gehalt immer zahlen. Und die schnallen auch nicht, dass das deutsche Gesundheitssystem genauso sein wird wie das amerikanische. Denn die Ehefrau wird jetzt bald nicht mehr kostenlos versichert, die Kinder werden nicht mehr kostenlos mitversichert. Dann kommt, der nächste Schritt ist dann Deductible, ne? Also ihr müsst zuzahlen und dann müsst ihr für den Arztbesuch nochmal extra zahlen. Ne? So, das dauert vielleicht noch ein paar Jahre, ne? Aber mark my words. So, Krankenkasse, fuck off. Hey, da kommt jetzt auch bitte ein Piep drüber. Genau. Aber also die Kernfrage war ja tatsächlich, ne? Also was muss denn in Deutschland passieren, damit nicht so viele weg wollen? Ne? Also ich kann das verstehen, wenn die weg wollen. Wir haben ja schon oft genug gesagt, das ist die falsche Motivation. Ja, Mehr immer weg wollen. hinzu ist schöner als weg von. Und ihr werdet halt, oder jeder wird nicht glücklich, wenn er irgendwo vorwegläuft. Ja, und die Probleme gibt es halt überall. Haben wir hier in Amerika gibt es genau die gleichen Probleme wie in Deutschland. Und hier hast du ja eher Geldprobleme. Ne? Also, weißt du kannst noch so stinkereich sein hier. Ne? Also wir kennen Leute, sind mit viel Geld hier hingekommen. Ne? Die sind einfach auch an diesem System hier dann gescheitert. Ne? Weil das verführt natürlich auch. Weißt du, wir sind hier in so einem Konsumumfeld. Ne? Und wenn du mehr konsumierst, als du einnimmst, oder weil du glaubst, du wirst irgendwann mal richtig viel einnehmen und dann kommt das nicht, dann ist das so. Ne? So. Oder an Einsamkeit. Ne? Also dieses, man erwartet, ich gehe nach Amerika und die Leute, die kommen alle auf mich zu. Hier hat aber niemand auf dich gewartet. Das heißt, wenn du Freunde haben möchtest, dann bitte werd aktiv. Geh zum Yoga, geh zum Sport, geh raus in die Kirche oder was weiß ich, lerne aktiv Leute kennen. Wir haben ganz viele Leute sogar über Facebook kennengelernt. Wir haben auch viele schräge Leute über Facebook. Also Facebook ist so, ihr kennt ja Niveau-Limbo, aber das ist auch nicht. Aber wir haben auch sehr viele nette Leute über Facebook na klar. kennengelernt. Also wirklich gute Freunde sogar mittlerweile, die damals über so eine Nachbarschaftsgruppe, wo ich was verschenkt habe und die sind mittlerweile einer unserer... Okay, das war nicht besten- Social Media Facebook, das war einfach nur unsere Gruppenaktivität in der Nachbarschaft. Ja, genau, das meine ich ja. Also, Aber das ist auch was, ne? Weil wir wollen ja Texas, wir driften mal ab, ne? Von einem Thema zu anderen. Das wird eine sehr unstrukturierte Quasselrunde, wie ihr merkt. Aber es ist tatsächlich so, ne? Also Texas deshalb, weil die Leute hier einfach mehr dem entsprechen, was wir gerne mögen. Ja. Ne? Die Texaner, die sind offen, die sind immer höflich. Also wenn du immer höfliche Menschen um dich herum hast, ja, die können noch anders, ne? Aber in der Regel sind die immer höflich. Die geben dir ein gutes Gefühl. Und sind die oberflächlich? Nein. Also ich finde, Texaner sind nicht oberflächlich. Texaner brauchen ein bisschen, bis du mit denen warm wirst, ne? Aber dann hast du Freunde fürs Leben, ne? Oh ja. Mit Texanern. Das ist wie beim Ruhrgebiet, ne? Weißt du, wenn dir im Ruhrgebiet einer in der Kneipe sagt, ich hau dir in die Fresse, dann haut er dir in die Fresse. Das ist halt ehrlich, ne? Ja. Die sind hier auch sehr ehrlich. Also Das stimmt. ich finde schon, dass das ein Schlagmensch ist, auf den man zählen kann, ne? Aber du musst halt mal rein, du musst ihn knacken, den Typen, ne? Und das knackst du nur, indem du wie ein Wald rein, Wald raus. Ja, absolut. Durch Offenheit, Ehrlichkeit, selber höflich. Du hattest gerade gesagt, die haben hier absolute Manieren und ich stehe darauf. Das ist wirklich etwas, was ich mir gewünscht habe, dieses Yes, ma'am. Southern Manners. Yes, sir. Finde ich, am Anfang fand ich das vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Heute finde ich das mega toll. Die sind sogar relativ verlässlich, was die Uhrzeiten angeht. Also schau mal bitte, heute Morgen war ich mit einer Freundin laufen und wir hatten 11 Uhr gesagt und es war 11:03 Uhr. Die weiß aber auch, dass du Deutsch bist. also lass mal ein kurzes Fazit ziehen. Ne? Also ihr seht schon, wir haben viele Themen, wo wir uns darüber aufregen können. Ne? Und wir versuchen immer auf die Kommentare einzugehen. Ne? Und Auslöser war eigentlich dieser Bildartikel, ne, den wir gelesen haben. Wir gesagt haben, das gibt's doch gar nicht. Ich fand den Bildartikel nicht gut, ne, weil der war auch schlecht recherchiert. Aber ich fand die Kommentare bei Instagram, bei Bild.de auf Instagram, ne, die haben mich wirklich erschrocken. Denn das hat genau das wieder gespiegelt, was die Bild-Zeitung geschrieben hat. Da war, glaube ich, kein einziger Kommentar dabei, der gesagt hat, na, ich will lieber hier bleiben. Da waren hunderte von Kommentaren, die gesagt haben, ja, wegen den Steuern hier, guck dir die Politik an, guck die Migration an. Ne? Einer hat gesagt, ja, vom Amt kriege ich jetzt nur noch Briefe, da ist eine Sachbearbeiterin Yildirim, ne? Es gibt keine Martins und keine Beates mehr. Ne? Das ist ein Punkt, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil sonst rege ich mich noch mehr auf. Nein, aber ich meine, die Probleme gibt es hier auch. Ne? Natürlich hat jedes Land irgendwie Migration, jedes Land hat irgendwie ein System, was nicht mehr so gut funktioniert, wie es vorher war. Bürokratie, hallo? Amerika und Bürokratie, also es ist sensationell hier. Die sind hier null flexibel.
null flexibel. Du musst flexibel sein. Ja, das hat man ja schon mal gesagt. Ne? Also die haben halt ihre Prozesse hier, ne? Und wenn du außerhalb dieses Prozesses bist, dann wissen die auch nicht, was zu tun ist. Aber das ist, weißt du, das ist halt überall. Tina hat schon recht. Ne? Also mein Fazit ist, nirgendwo auf der Welt wird es so sein, dass ihr sagt, das ist 100%ig geil. Richtig. Nirgendwo. Ihr werdet, selbst wenn ihr auf den Malediven lebt, werdet ihr irgendwann sagen, boah, ist das langweilig, ich kann hier nichts machen. Ne? Ja. 80 Mal rudern und schon wieder schnorcheln ist auch doof, 5 Jahre lang. Ne? Wenn ihr Rentner seid und sagt, ich habe genug Geld, auch dann ist es nicht richtig, weil dann spielt ihr nur Golf, dann werdet ihr euch auch irgendwann langweilig. Ne? Und so. Und darum Texas, das ist mein Abschlusswort, ne? Darum Texas, darum haben wir Texas genommen, weil wir aus einem Leben 2 gemacht haben. Ob Texas für immer, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ne? Also ob USA für immer, weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht sagen. Ich meine, wir sind noch jung, ich bin erst 82, Tina ist 72, ne? Wir haben das ganze Leben noch vor uns. Vielleicht ist auch irgendwann mal ein anderes Land angesagt. Aber momentan ist Texas für mich das Nonplusultra. Das ist absolut geil hier. Und ich habe ehrlich gesagt mich noch nie in einem Land so wohl gefühlt und so willkommen gefühlt wie hier. Dein Statement zum Schluss? Das, was er sagt. Und ich habe es auf Kamera. Das ist sehr selten. Ja, Ladies and Gentlemen, also ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Das war jetzt sehr unstrukturiert, ne? Aber wir haben die Zeit einfach genutzt hier und einfach nochmal gequasselt. So wie das ja auch sein soll bei einer Quasselrunde. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst und wenn ihr uns weiterhin auch auf den Kanälen folgt. Ich gehe am Wochenende, meist immer samstags, sonntags auf Instagram live. Schaut doch einfach mal vorbei. Und wenn ihr ernsthaft mit dem Gedanken spielt, hier in die USA zu kommen mit einem eigenen Business, dann kann ich euch nur empfehlen, den Kurs, den ich gemacht habe, den ich aufgenommen habe, der wird immer wieder erweitert. Es gibt Templates, Downloads, es gibt Checklisten. Es gibt mittlerweile mehr als 15 Stunden Unterrichtsmaterial, ist hochgeladen. Und der kostet wirklich einen Schnapperpreis. Ne? Also guckt in den Links hier. Ich verlinke euch das. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Denn ein 1:1 Gespräch ist kostenlos mit drin. Ja, genau. Und alleine das ist ja sonst schon ordentlich was wert. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Uns hat es Spaß gemacht. Wir machen jetzt den Hot Tub an und warten auf die Sterne im Hill Country. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Quasselrunde mit den Achtermeyers. In diesem Sinne.